Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die wunderbare Kunst der Zeichnung mit Sanguine-Kreide. Sanguine ist ein besonderes Zeichenmaterial, das eine tolle Textur und Tonalität bietet. In diesem Video zeige ich dir, wie du damit arbeiten kannst und was du alles beachten musst, um wunderschöne Zeichnungen zu erschaffen. Also, schnapp dir deine Sanguine-Kreide und lass uns loslegen. Sanguine, die im Renaissance-Zeitalter als roter Ton bezeichnet wurde, war seit der Antike ein Material, das von den Homo sapiens verwendet wurde, um ihre Körper zu bemalen, Wandbilder in Höhlen zu schaffen und für verschiedene Zwecke zu nutzen. Sanguine ist ein Produkt, das aus Pigmentierung aus weißem Ton, der Kaolin genannt wird, und oxidiertem Eisenerz gewonnen wird. Das Hauptarbeitsfeld im Bild ist die Fähigkeit, die Größe des Objekts richtig zu erkennen. Diese Fähigkeit kann von jedem entwickelt werden. Lass mich dir erklären, warum ich ein Selbstporträt mache. Weil du die Person bist, die dir am nächsten ist und die du jeden Tag siehst. Nimm ein Foto von dir selbst auf oder stehe vor dem Spiegel. Stelle das Licht, den Schatten und die Komposition ein und fange an zu arbeiten. Einer der wichtigsten Faktoren im Bild ist das Bild zu platzieren und das gezeichnete Objekt im Allgemeinen auf dem Papier zu sehen. Deshalb verwende ich diese strukturellen Linien. Dies ist eigentlich ein akademisches Stil. Es sind präzise Linien, die die Position des Zeichnens oder der Form auf dem Papier definieren. In der Akademie wird dir gezeigt, wie du diese Leitlinien verwenden sollst. Das ist einer der zeitaufwendigsten Teile des Prozesses, denn es ist schwierig, die Position des Porträtierten auf dem Papier zu bestimmen, unabhängig davon, an welchem Teil des Porträts du arbeitest. Nachdem du die Position bestimmt hast, geht es um Licht, Schatten, dreidimensionelles Modellieren, Reflexion und Betonung. Es gibt bestimmte Techniken, um diese Schritte in der Reihenfolge zu bearbeiten. Aber wie du jetzt siehst, beschäftige ich mich damit, die Arbeitsbereiche zu definieren. Dabei drücke ich nicht allzu hart, wenn ich die Hilfslinien zeichne. Ich versuche manuell einzugreifen, weil ich denke, dass es wichtig ist, die Hand für die tonale Arbeit zu benutzen. Denn du kannst auf dem Papier den von dir gewünschten Ton manuell schnell erreichen. Außerdem ist Pastell sehr weich und gibt dir die Möglichkeit, empfindliche Töne zu verleihen. Im Allgemeinen sind Anatomie, Form und Volumen für mich in der Zeichnung sehr wichtig. Einer der Hauptfaktoren ist es, keine Konturen zu haben. Es gibt sie nirgendwo in der Natur. Alles ist miteinander verbunden und im Einklang. Das bewusste Verwenden von Konturen kann manchmal funktionieren. Zum Beispiel habe ich das nur beim Unterkiefer genutzt. Aber meistens ist es nicht notwendig, sie zu verwischen und zu unterdrücken. Ich kann diese Konturen ändern, finden, genau einfügen oder weich zeichnen, indem ich sie ausradiere. Ich habe mich schon immer für die Form und Schönheit des Ohrs interessiert, für die Art und Weise, wie Licht und Schatten auf das Ohr fallen. Gleichzeitig ist es schwierig, mit dem Ohr zu arbeiten und dessen Sensibilität darzustellen. Nach dem Skizzieren beginnt der Teil, die Details zu klären. Es ist nicht der schwierigste Teil, aber der interessanteste Teil, weil das, was du bis jetzt getan hast, an die Oberfläche kommt. Das Porträt beginnt bereits sichtbar zu werden. Ich bin jetzt mit dem Platzieren von Details und Highlights beschäftigt. Dies ist einer der Teile, die dem Werk ein realistischeres Aussehen verleihen und hervorbringen. Du musst hierfür Geduld haben.
Manchmal ist es selbst für mich sogar schwer, aber man muss abwarten. Denn die weißen Punkte, die du am Ende platziert hast, wirklich erst zuletzt platziert werden müssen. Also stelle dir das vor wie Schneeflocken auf einem Berg. Du modellierst zunächst ein Relief wie beispielsweise ein Gebirge. Und die Schneeflocken an den Bergspitzen, die dem Ganzen den typischen Charakter von Bergen in Alpen verleihen, werden erst am Ende platziert. Im Prinzip mache ich hier dasselbe, indem ich diese Akzente setze und die letzten Korrekturen vornehme. Es muss auch richtig gemacht werden. Du kannst Fehler in der Tonhöhe machen, aber sie sind leicht zu löschen oder zu unterdrücken. Stelle sicher, dass der weiße Kreide- oder Pastellstift, den du verwendest, feine Spitzen hat, damit die Konturen und Weißpunkte mit der Textur des Objekts, an dem du arbeitest, übereinstimmen. Zum Beispiel könnte hier ein runder, leicht rauer Pastell verwendet werden, aber ich habe dies nicht bevorzugt, weil die Oberfläche, an der ich arbeite, es von mir anders verlangte und ich verwendete ein eckiges Pastell, um feine Linien hervorzuheben. Außerdem versuche ich sie nicht zufällig, sondern entsprechend der Form des Details, an dem ich arbeite, anzuordnen. In der Tat folgt das Highlight einer bestimmten Form. Zum Beispiel, wenn ich das weiße Licht eines Brillenglases gebe, sollte es möglichst eine perfekte gerade, parallele Linie sein. Aber wenn es um Haut geht, was ist die Struktur und Textur der Haut? Punkte oder kleine Linien? Licht, das auf die Haut fällt, erzeugt Glanz, indem es in kleinen Mulden und Tiefen auf der Hautoberfläche fällt und kann daher durch Linien und Striche dargestellt werden. Wie ich bereits sagte, musst du Materialien verstehen und fühlen. Wie grob, fein, durchsichtig, mattschichtig, glatt oder glänzend sie sein können. Du solltest dir diese Fragen immer stellen. Denn wenn du diese Fragen beantwortest, bist du auf dem richtigen Weg. Ich setze die Highlightstellen und bestimme dann den Ton. Falls erforderlich, verblase ich es ein wenig. Ich bestimme die Intensität, die Richtung, die Form und den Ton der Highlights. Ja, der Ton ist etwas höher. Ich muss ihn mit sensiblen Berührungen mit meiner Hand abschwächen. Denn der hellste Punkt der Nase ist an der Spitze. Ich muss die umliegenden Lichter reduzieren. Kurz gesagt, muss ich auf die Helligkeitsstufe der weißen Punkte achten. Das Zeichnen ist eine Wissenschaft für sich, so wie die Mathematik. Es hat unveränderliche, unerbittliche und wunderbare Gesetze. Ich möchte nicht die gleiche Intensität auf den Haaren wiederholen, wie im Gesicht. Ich werde die Haare ein wenig freilassen. Ich möchte nur die Haartöne an Ort und Stelle bringen, damit die Arbeit allgemein abgerundet wird. Dazu kannst du einen Pinsel verwenden, da Pinsel generell bei der Arbeit mit Sanguine verwendet werden können. Jetzt arbeite ich experimentell und frei. Ich konzentriere mich auf zufällige Effekte und Texturen. ich halte in bestimmten Stellen an und setze an anderen Stellen fort, bis ich das gewünschte Ergebnis erziele. Wie ich bereits sagte, passen die Konturen manchmal und manchmal eben nicht. Im Allgemeinen muss verstanden werden, dass Konturen in der Natur nicht vorhanden sind. Diese sind Übergänge.
Zum Fixieren von Werken, die mit Sangine bearbeitet wurden, werden Milchprodukte verwendet. Oder es kann auch ein Fixiermittel verwendet werden, das schneller austrocknet. Ich empfehle, auf Tonpapier mit Sangine zu arbeiten. Kalttöne sind dafür das zielgeeignete. Ein fertiges Gemälde kann mit einem Rahmen aus Glas oder Transparentpapier konserviert und ein Leben lang aufbewahrt werden. Die Lagedauer von mit Sangine bearbeiteten Zeichnungen ist nahezu unbegrenzt. Zum Fixieren bzw. Lackieren einer Sangine, die mit Holzkohle, Soße und anderen dunklen Farbstiften verwendet wird, sind Lacke mit alkoholischer Zusammensetzung zu verwenden. Die qualitativ hochwertige Sangine verteilt sich auf dem Papier in einem Ton und ist weich. Für eine längere Arbeit sollte die Oberfläche des mit Sangine gemalten Papiers so grob und hart wie möglich sein. Für kurzfristige Skizzen kann auch auf Papier mit geringer Qualität gearbeitet werden. Sangine kann mit verschiedenen Materialien auf getöntem Papier genutzt werden und ist ein wunderbares Material, das einen eigenen Platz im kreativen Sortiment des Künstlers hat. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über Sangine und ihre Verwendung auf Papier zu erfahren. Ich hoffe, dass du erkannt hast, welch wunderbares Material Sangine ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.